begrüße dich ganz herzlich, lieber Hans-Gerd, und wir werden uns jetzt unterhalten über das Thema solidarische Ökonomie im europäischen Raum. Ganz kurz noch zu deiner Person. Hans-Gerd Nottenbohm, seit Jahren aktiv in der Veränderungsarbeit als Berater für Veränderungsprojekte, Vorstandsmitglied von Innova EG und zahlreichen anderen Genossenschaften. Kannst du vielleicht gleich selber noch ergänzen. Und du bist ja auch auf der EU-Ebene aktiv gewesen. Und das Thema ist eben heute, wie entwickelt sich eigentlich die Social and Solidarity Economy, wie ja der Begriff heißt, auf der europäischen Ebene. Wie entwickeln sich dort die Dinge? Wie ist die Situation in einzelnen Ländern? Was lässt sich da erkennen? Und was sind vielleicht auch Forderungen, die man noch an die EU stellen kann, damit der Sektor sich eigentlich so entwickelt, wie wir das alle gerne hätten? Ja? Vielleicht erst noch mal zu deiner Person und zu deinen Tätigkeiten und dann kannst du gerne vielleicht mit einem Überblick beginnen. Ja, zu meiner Person ist vielleicht noch zu ergänzen, dass ich von 1994 bis 1998 in Brüssel tätig war, um ein Euro-Info-Center für die solidarische Ökonomie, nennen Sie jetzt mal so verkürzt, zu leiten. Okay. Das hat mir den Erfahrungshintergrund gemacht, von dem ich heute spreche. Das ist nun schon sehr lange her, aber nun halt danach habe ich auch immer noch europäische Projekte gemacht, die mir auch noch einen Einblick erlauben in die Aktivitäten, die es dort gibt. Sehr schön. Ja, man hat ja so den Eindruck, es tut sich was auf dieser Ebene. Ja, aber ich würde gerne noch mal einen Sprung zurück machen, weil diese solidarische und soziale Ökonomie in Europa ist ja so Mitte der 80er Jahre aufgepoppt, oder Mitte der 80er Jahre hat sich die Europäische Kommission dem Thema zugewandt. Es war der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors, der dort maßgeblich vor seinem französischen Hintergrund dieses vorangetrieben hat. Und ich kann mich dann noch sehr gut daran erinnern, dass so von 84 bis 86 in fast allen größeren deutschen Städten sogenannte Anhörungen stattfanden, was denn eigentlich der Bedarf ist und was vor Ort denn eigentlich solidarische und soziale Ökonomie ausmacht und so weiter und so fort. Da ist eigentlich so das ursprüngliche Bild, was auf europäischer Ebene dann entstanden ist, zustande gekommen. Und in der Endphase, also der Jacques Delors war bis 1995 Kommissionspräsident, und in der Endphase seiner Präsidentschaft habe ich eben halt dort auch in Brüssel gearbeitet, und das war so ein bisschen der Höhepunkt dass es auf europäischer Ebene zusammenwuchs zwischen den einzelnen Ländern, was soziale und solidarische Ökonomie ist. Leider Gottes ist es dann von 1995 bis, glaube ich, 2011 so gut wie überhaupt nichts passiert. Und auch die Selbstverständigung dieser Gruppen auf europäischer Ebene untereinander ließ schon auch in dieser Phase reichlich zu wünschen übrig, weil solche kleineren Organisationseinheiten ja nicht die Möglichkeit haben, sich auf europäischer Ebene selber, ohne dass sie dabei unterstützt werden, zu vernetzen. Und deswegen ist es auch leider heute noch so, dass in den verschiedenen Ländern unter dem Begriff solidarische und soziale Wirtschaft was Grundverschiedenes verstanden wird. Deswegen kann man nicht von einem einheitlichen Sektor reden, aus meiner Sicht, sondern es sind schon immer nur Facetten, die Überschneidungen haben, aber es gibt keine einheitliche solidarische Ökonomie in Europa. Gut, das ist ja schon, wenn wir in Deutschland allein bleiben, ist es ja auch schon so. Ist es ja auch schon der Fall, ja. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz erheblicher Nachteil dieser Bewegung. Vielleicht wenden wir uns einfach mal der Frage zu, wo kann man denn vielleicht so etwas wie eine Aufbruchsstimmung erkennen, weil es gibt ja schon spätestens seit dem
Internationalen Jahr der Genossenschaften 2012 aus meiner Sicht zumindest so ein gewisses Aufwachen und auch ein bisschen nach vorne gehen, nach außen gehen, ein bisschen offensiver werden. Wo kannst du denn so etwas erkennen im europäischen Raum? Ja, aber gerade wenn ich an dieses Jahr der Genossenschaften denke, auch da ist ja in Deutschland sind die Genossenschaften einen eigenen Weg gegangen und der nichts mit dem Begriff solidarische Ökonomie zu tun hat, sondern eher verstand sich dies ein bisschen als Abgrenzung zur solidarischen Ökonomie, weil sich die deutschen Genossenschaften im Großen und Ganzen nicht als Teil dieser Bewegung verstehen. Was bräuchte es denn, damit diese Abgrenzungen vielleicht auch mal ein bisschen in den Hintergrund treten? Was bräuchte es? Damit das sich ändert? Es ist ein langwieriger Verständigungsprozess. Es hat auch mit Missverständnissen zu tun, weil in Deutschland der Begriff solidarische und insbesondere soziale Ökonomie immer als etwas verstanden wird, was durch den Staat beeinflusst wird, was unter staatlicher Kontrolle steht, was staatlich geregelt ist. Und Genossenschaften in Deutschland verstehen sich eben halt nicht als an der öffentlichen Interesse orientiert und auch nicht staatlich kontrolliert und nicht staatlich gelenkt. Und deswegen wollen sie damit nichts zu tun haben, sondern sie verstehen sich als autonome wirtschaftliche Einrichtungen. Als Unternehmen, wie andere Unternehmen halt auch. Und das macht es natürlich schwierig, sich dann in einer solchen Breite miteinander zu vernetzen. Deswegen gibt es ganz verschiedene Vernetzungszusammenhänge, auch auf der europäischen Ebene. Auch da nochmal zurück zu den Wurzeln. Ursprünglich gab es die Vorstellung von der Europäischen Kommission zu sagen, wir machen das an Rechtsformen fest. Die Sozialwirtschaft sind Vereine und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten, also nicht ihre von Freiwilligkeit und getragenen Aktivitäten, sondern die Aktivitäten, die wirtschaftlicher Art sind. Es sind die Genossenschaften, es sind die Gesellschaften auf Gegenseitigkeit. Und dann kamen halt später die Stiftungen dazu, obwohl die Stiftungen schon so ein bisschen Bruch darstellen, weil eine Stiftung ist nicht demokratisch organisiert, sondern eine Stiftung lebt von einem Stifter, der Geld zur Verfügung stellt. Und da fällt dieses demokratische, von unten her wachsende, fällt da ja schon mal wieder weg. Aber diesen Kompromiss ist man eingegangen, weil Stiftungen auf der anderen Seite natürlich sehr viel auch mit solidarischem Handeln zu tun haben. Und darf ja natürlich auch Kapital bereitstellen, woran es ja meistens hapert. Ja, allerdings, wenn Kapital für sozialwirtschaftliche Unternehmen bereitgestellt wird, soll das nicht heißen, dass ihnen damit die Kontrolle entzogen wird. Und das ist ja bei Stiftungen teilweise der Fall. Sie kontrollieren dann ja auch die Inhalte. Ja, wie sieht es denn so zahlenmäßig aus? Also mir schwebt eine Zahl vor im europäischen Raum, circa 10% der Wirtschaftsleistungen sind auf dem Konto der Sozialwirtschaft. Ist das so richtig? Das kann durchaus sein. Da ist aber dann eben halt ein sehr, sehr, sehr weiter Begriff der Sozialwirtschaft zugrunde gelegt worden. Ob dann alle sich, die da mit angesprochen sind, tatsächlich als Teil der Sozialwirtschaft verstehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also das umfasst dann in Deutschland beispielsweise die gesamte Tätigkeit der Wohlfahrtsverbände, egal ob sie jetzt spirituell ausgerichtet sind oder ob sie weniger spirituell ausgerichtet sind. Wird dabei keine Rücksicht genommen, ob sie demokratisch verfasst sind oder nicht demokratisch verfasst sind. Spielt dabei auch keine Rolle. Dazu gehören alle Genossenschaften und ob es sich dann um große Genossenschaften wie die Molkereigenossenschaften, die sagen wir mal, den europäischen Markt kontrollieren, oder die spanischen Bananengenossenschaften, die den gesamten Bananenmarkt in Europa kontrollieren, oder wen auch immer handelt, oder die Winzergenossenschaften, in denen eben halt 90% aller Winzer Mitglied sind. Das ist alles in dem Sinne dann
subsumiert unter diesem Begriff Sozialwirtschaft. Und dazu kommen dann noch die großen Versicherungsgesellschaften, in Deutschland eben halt werden ja auch die Versicherungsgesellschaften sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern in einem demokratischen Wahlverfahren, also die Leitung wird dort gewählt, also in dem Sinne gehört das alles auch mit zur Sozialwirtschaft und dann kommt man auf solche Prozentzahlen, das ist richtig. Auf jeden Fall ist das ja eine ganz beachtliche Größe und es ist ja immer wieder so, wenn man das in Diskussionen mal erwähnt, die Mitgliederzahlen, sei es jetzt auf deutscher Ebene, bundesdeutscher Ebene oder auch auf europäischer Ebene, dann wundern sich ja die meisten, weil ja auch, also beispielsweise im Fall der Genossenschaftsbanken oder anderer größerer Einrichtungen ist es ja auch in der Regel so, dass die Mitglieder dort gar nicht so ein explizites Verständnis davon haben, in welcher Unternehmensform sie gerade unterwegs sind. Dazu gibt es ja auch immer wieder Ansätze, das zu verändern, also mit den Mitgliedern aktiver zu arbeiten. Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel nennen? Ja, am meisten tut sich dort im wohnungswirtschaftlichen Sektor, weil die Ansprüche, die Menschen heute an ihre Wohnung haben, ist anders als noch vor 50 Jahren. Heute wollen Menschen irgendwie so wohnen, wie es ihrer jeweiligen Kultur entspricht. Mhm. Und das heißt, ein Unternehmen, das Wohnungen bereitstellt und keine Rücksicht nimmt auf die Bewohner, die dort drin stecken, hat von vornherein verloren. Und deswegen bemühen sich gerade Wohnungsgenossenschaften sehr stark darum, ihre Mitglieder in die Ausgestaltung der Produkte und auch eben halt in Fragen, wer trifft wann welche Entscheidungen einbringen. Also der Wohnungssektor ist da schon so ein bisschen vorantreibend. Da geht es ja dann auch so um neue Lebensformen, neue Wohnformen, aber natürlich auch um ökologische Fragen. Gibt es dazu schon ungefähr Zahlen, inwiefern vielleicht dieser Sektor, der genossenschaftlich verwaltete Wohnungssektor, was Energieeffizienzmaßnahmen und Ähnliches betrifft, vielleicht schon wegweisend ist gegenüber dem kommerziellen Sektor? Könnte ich jetzt nicht erkennen, dass da irgendwie der genossenschaftliche Wohnungssektor besonders vorantreibend ist in diesen ökologischen Fragen, sondern eher in Fragen der Entwicklung von Nachbarschaften, der nachbarschaftlichen Beteiligung. Also das ist eigentlich so die Hauptdomäne von Wohnungsgenossenschaften. Der ökologische Aspekt spielt bei Wohnungsgenossenschaften noch eine untergeordnete Bedeutung. Ich frage das auf dem Hintergrund der großen Herausforderungen, vor denen ja auch die Europäische Union steht. Wir haben das ja dieser Tage verstärkt wieder in der Debatte, Klimawandel, Flüchtlingskrise. Was hat denn der Sektor der Sozialwirtschaft hier anzubieten? Leider Gottes viel zu wenig. Also weil bei der Entstehung der Sozialwirtschaft die ökologische Frage ja immer so im Karren hinterhergezogen worden ist. Ich erinnere mich noch daran, dass der ökologische Aspekt eigentlich bis heute noch nicht wirklich Einzug gehalten hat in der Ausgestaltung der genossenschaftlichen Grundprinzipien durch den Internationalen Genossenschaftsbund. Ich glaube, es wird schon seit 15 Jahren diskutiert, dass man eben halt in diesen Grundprinzipien des Genossenschaftswesens einen ökologischen Aspekt mit reinholt. Ist aber bis heute nicht passiert. Wo wären denn da die Hebel, um das voranzubringen? Dass die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von dem, was Genossenschaften ist und Genossenschaften sind, eben halt in den Ländern sehr, sehr, sehr unterschiedlich und haben keine gemeinsamen Werte. Also eine große Bananengenossenschaft auf den Kanarischen Inseln hat wenig zu tun mit einem Stadtteilcafé in Berlin-Neuwedding. Da liegen Welten zwischen. Ja und nein, ne? Ja und nein. Also ich denke,
um Einfluss zu gewinnen, auch in politischer Hinsicht, ist ja die Bildung von Bündnissen, die auch mal ein Auge zudrücken über angesichts von Unterschieden ganz, ganz essentiell. Weil wie will man sich denn sonst einmischen in die politischen Debatten? Das Einmischen in die politischen Debatten setzt allerdings voraus, dass man ein gemeinsames Verständnis hat. Und also kommen wir immer darauf zurück, wo wir auch in der deutschsprachigen Raum ja immer wieder ansetzen, was ist solidarische Ökonomie? Ist es gleichzusetzen mit Social and Solidarity Economy? Kann man überhaupt Genossenschaften und solidarische Ökonomie gemeinsam diskutieren? Ja, das mag interessant sein für uns intern und auch überlebensnotwendig vielleicht, aber nach außen dringt da eigentlich wenig bis gar nichts. Ich glaube, das stimmt so nicht. Also als es um die Frage genossenschaftliche Grundprinzipien ging, da komme ich nochmal darauf zurück, die Frage, inwieweit eben halt Genossenschaften sich auch mitverantwortlich fühlen für die Gemeinwesen, zu denen sie gehören. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist aber eben halt Mitte der 90er Jahre anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Internationalen Genossenschaftsbundes einheitlich von allen Genossenschaftsverbänden in der Welt verabschiedet worden. Und seitdem gibt es überhaupt offiziell in den Statuten von Genossenschaften Regelungen, die eben halt besagen, dass sich Genossenschaften für das Gemeinwohl überhaupt verantwortlich fühlen. Das war vorher nicht der Fall. Gut, wenn ich jetzt mal zurückgehe auf die Pioniere von Rochdale, ja, also die Anfänge der Bewegung, dann meine ich mich aber schon zu erinnern, dass dort in den genossenschaftlichen Prinzipien auch das Engagement, das gesellschaftliche Engagement verankert war und auch beispielsweise der Bildungsaspekt für die Mitglieder. Der Bildungsaspekt ist von Anfang an mit drin. Die Verantwortung für das Gemeinwesen, zu dem Genossenschaften gehören, ist erst 1995 dazugekommen zu den Prinzipien. Alles klar. Das war ja jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Und das hat schon sehr viel Veränderung herbeigebracht, weil Verantwortung für das Gemeinwesen beinhaltet natürlich auch etwas, die ökologische Verantwortung, nicht nur für die Personen in einem Gemeinwesen, sondern auch die Umwelt, zu dem dieses Gemeinwesen steht. Also in dem Sinne ist da ja auch schon etwas entstanden, etwas Gemeinsames entstanden. Aber das braucht eben halt unheimlich lange Zeit, bis so etwas zusammenwächst. Ja. Schauen wir nochmal vielleicht auf die Maßnahmen, die auf europäischer Ebene in den letzten Jahren erfolgt sind, um diesen Sektor zu stärken, weil darum geht es ja immer wieder. Wir haben das auch teilweise in der Bundesrepublik, haben wir das in einigen Landesverfassungen haben wir es drin, NRW hatte es drin, Hessen hat es jetzt neu drin, dass der Sektor der Sozialwirtschaft und der Genossenschaften insbesondere auch gefördert werden soll. Was ist da auf EU-Ebene zu nennen? Ein Punkt ist ja immer die Finanzierung und auch die rechtliche Absicherung. Welche neuen Schritte kann man dort finden? Also ich würde sagen, dass 2011 ist nochmal von der Europäischen Kommission eine Initiative unternommen worden, diese soziale und solidarische Wirtschaft zu unterstützen. Das war eben halt hauptsächlich eine Initiative, den Genossenschaften und den anderen Unternehmen der sozialen Wirtschaft Kapital zuzuführen. Und seither können Sie beispielsweise, haben Sie auch einen besseren Zugang zu bestimmten Fonds, ne? Zu den Fonds, zum Europäischen Sozialfonds und zu den Europäischen Regionalfonds haben Sie eigentlich seit Mitte der 90er Jahre rechtlich gleichberechtigten Zugang. Da hat sich also nicht viel verändert, sondern die Fonds sind ja klein und in Anbetracht der Größe, 10%, die Zahl hast du ja vorhin in den Raum geworfen, ist das, was über die Sozialfonds und Regionalfonds zur Verfügung gestellt werden, natürlich von marginaler Bedeutung.
Bei dieser Initiative nach 2011 ging es in der Regel darum, diese Sachen für den Kapitalmarkt, für den allgemeinen Kapitalmarkt zu öffnen. Das müsste mal ausgewertet werden, ob das wirklich gelungen ist oder ob es nur dazu geführt hat, dass sich die, sagen wir mal, solidarische Wirtschaft an diesen Kapitalmarkttrend angepasst hat und sich dadurch verändert hat, ohne dass es tatsächlich irgendetwas bewirkt hat, dass tatsächlich da was bei rausgekommen ist. Im Augenblick ist eben halt die Situation die, dass alle irgendwie auf die neue Kommission warten und je nachdem, wer der zuständige Kommissar oder Kommissarin wird, damit rechnet, ob die neue Kommission tatsächlich irgendetwas nochmal bewegen wird, weil das, was 2011 entstanden ist mit dem Zugang auf den Kapitalmarkt, aus meiner Sicht ist es nicht gelungen. Und Gott sei Dank vielleicht auch nicht gelungen. Und deswegen bleibt da eigentlich noch viel zu tun. Wie sieht denn jetzt der Zugang zu Finanzierungen für eine Genossenschaft in der Gründungsphase konkret aus? Der Zugang, es gibt einmal die Finanzierung oder den Zugang zu Fremdkapital, also zu Kapital, was als Kredit aufgenommen werden kann. Und das ist im Augenblick nicht mehr so das Problem, weil aufgrund der niedrigen Zinsen und der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank eigentlich ausreichend Unternehmen aller Art, egal was sie machen, mit Kapital versorgt werden. Also es gibt keinen Engpassfaktor. Geförderte Kredite hat keiner mehr ein Interesse dran, weil die normalen Zinsen günstiger sind als die von geförderten Krediten. Vielleicht abschließend noch die Frage. Moment mal. Aber es gibt den, und das ist das Entscheidende, Zugang zum Eigenkapitalmarkt. Inwieweit eben halt Anleger gewonnen werden können, in sozialwirtschaftliche Strukturen zu investieren. Das ist 2011 versucht worden, aber eben halt, das muss dringend ausgewertet werden, welche Folgen das gehabt hat. Abschließend noch die Frage, du hast ja sehr viele Genossenschaften auch schon beraten in deinem Leben. Wie stellt sich das denn im Moment dar, wenn eine Genossenschaft sich gründen will und Beratung in Anspruch nehmen möchte? Das ist das typische Leistungsangebot der genossenschaftlichen Verbände in Deutschland und dem kommen sie auch nach. Also es gibt eigentlich, da sagen wir mal, Lücken, wenn es darum geht, kleinere Wohnprojekte zu beraten. Weil das gerade auch sehr stark gefragt ist, gibt es wahrscheinlich einen nicht abgedeckten Bedarf oder für viele Wohnprojekte ist die Beratung, die sie dann in Anspruch nehmen müssen, zu teuer. Da könnte noch was getan werden, das könnte noch besser ausgebaut werden. Vor einigen Jahren waren es noch die Energiegenossenschaften, die einen großen Boom hatten und wo es eine sehr große Nachfrage gab nach Beratungsleistungen, die durch die Verbände nicht vollständig abgedeckt werden konnten. Aber wenn man jetzt mal von diesen beiden Sektoren absieht, glaube ich nicht, dass es genossenschaftliche Gründungsvorhaben gibt, die keine ausreichende Beratung finden. Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die europäischen Strukturen an Hans-Gernot Nottenbohm. Wir verabschieden uns hiermit. Auf Wiederhören. Okay. Ja, tschüss.